Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Letzte Folge. Alex, was ist das? Dies sind deine Scheidungspapiere. Brian hat die Papiere unterschrieben. Du bist nicht mehr seine Frau, du musst es unterschreiben. Wirklich, das ist großartig. Alex, ich möchte etwas sagen. Ich höre zu, Marie. Was willst du sagen? Ich liebe dich, Alex. Ich möchte dich heiraten. Ich mag dich. Ich bin bereit. Ich möchte auch mein Leben mit dir verbringen. Oh, wirklich? Vielen Dank, Marie. Ich werde dich immer lieben. Es ist der glücklichste Tag meines Lebens. Ich bin immer noch schockiert. Wir werden bald heiraten. Ich glaube, ich träume. Danke, dass du in mein Leben gekommen bist. Ich habe so viel Glück, dich in meinem Leben zu haben. Mein Leben war unvollständig. Ich hatte keine Eltern, niemand hat mich vorher geliebt. Gebrochenes Herz. Ich liebe dich. Du bist jetzt meine Familie. Gott hat dich für mich erschaffen. Ich hatte solche Angst, als du entführt wurdest. Ich kann mein Glück kaum in Worte fassen. Funkelndes Herz. Ich möchte tanzen. Ich möchte fliegen. Ich wünschte, ich hätte Flügel. Ich möchte der ganzen Welt sagen, dass ich dich liebe, Alexander. Wir können jetzt tanzen. Ich bin im 7. Himmel. Mama, ich will noch mehr spielen. Bitte spiel mit mir. Nein, Julia. Ich habe viel Arbeit, ich kann nicht mit dir spielen. Wir müssen später einkaufen gehen. Du kannst später spielen. Nein, Mama. Ich will spielen. Ich komme später. Ich will hier spielen. Okay, Julia. Du hast nur 10 Minuten. Du musst deine Hausaufgaben machen. Okay, ich komme nach 10 Minuten. Danke, Mama. Dieses Mädchen ist allein, ich kann sie entführen. Ich entführe Kinder. Ich bin ein Bettler. Sie ist gut für mich. Sie wird für mich betteln. Das ist großartig. Ich muss mit ihr sprechen. Hallo, Süße. Wer bist du? Und was willst du? Ich bin dein Freund. Ich verkaufe Eis. Magst du Eis? Ja. Ich liebe Eis. Ich möchte Eis. Ich mag Schokoladengeschmack. Klar, komm mit mir.
Ich habe viel Eis. Ich werde auch mit dir spielen. Wir kommen bald zurück. Wirklich? Das wäre großartig. Lass uns gehen. Ich will Eis. Wo ist mein Eis? Deine Freunde warten auf dich. Du wirst mit ihnen Eis essen. Sollen wir gehen? Du kannst mit ihnen spielen. Nein, danke. Ich will mit meiner Mama spielen. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Ich will nach Hause gehen. Oh Liebling, deine Mama ist beschäftigt. Ich werde dich später nach Hause bringen. Ich bin dein Freund, du kannst mir vertrauen. Wir werden nach Disneyland gehen. Was? Bist du sicher? Können wir wirklich nach Disneyland gehen? Ja, ich bin mir ganz sicher. Noch eine Sache, Mickey Muse ist mein Freund. Möchtest du ihn treffen? Was? Ja, ich würde ihn gerne treffen. Ich werde mit ihm spielen. Lass uns gehen. Ich kann es kaum erwarten, Spaß zu haben. Das ist großartig. Folge mir, Liebling. Warte eine Sekunde. Kann Mama mit uns mitkommen? Sie möchte auch mitgehen. Ich werde es meiner Mama erzählen. Nein, deine Mama kann nicht mit uns gehen. Lass uns jetzt gehen. Oh, wirklich? Ich will meinen Teddybär. Wo ist mein Teddybär? Okay, du bleibst hier. Ich werde deinen Teddybär holen. Das ist Ihr Teddybär. Ich muss mich beeilen. Dieses Mädchen ist sehr schlau. Du hast deinen Teddybär bekommen. Sollen wir jetzt gehen? Dein Eis schmilzt sonst. Ja, lass uns gehen. Wow, ich liebe diese Kleidung. Ich habe noch nie Markenklamotten gekauft. Früher habe ich Kleider genäht. Du bist meine Liebe. Du wirst keine Kleider mehr verkaufen. Ich werde mich um dich kümmern. Du bist meine Verantwortung. Ich werde eine Haushälterin für dich einstellen. Nein, Alex. Du bist auch meine Verantwortung. Ich werde nach meiner Entbindung kochen und putzen. Ich brauche keine Haushälterin. Ich werde für dich kochen. Ich werde auch auf dich aufpassen. Vielen Dank, Marie. Du bist eine perfekte Ehefrau. Du wirst für mich kochen. Ich habe noch nie eine Person wie dich getroffen. Lass uns Kleidung kaufen. Ich muss auch Kleidung für mein Baby kaufen. Claudia, geht es dir gut? Ich weiß,
dass du Alexander immer noch liebst. Es tut mir so leid, ich konnte nichts für dich tun. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin glücklich. Ich möchte Alexander glücklich sehen. Er ist meine Liebe. Sein Glück ist mein Glück. Sein Glück ist mir. Das ist Liebe. Ich bin keine schlechte Person, danke nochmal. Du hast mir zugehört und meinen Sohn unterstützt. Das bedeutet mir sehr viel. Ich werde auf meine Seelenverwandte warten. Alexander ist nicht meine Seelenverwandte. Lass uns ins Wohnzimmer gehen. Du bist ein Engel, Claudia. Dein zukünftiger Ehemann muss sehr glücklich sein. Ich bin so stolz auf dich. Lebe lang, mein Liebling. Alexander, ich werde nach der Heirat mit dir zusammenleben. Muss ich dieses Land verlassen? Ja, du wirst bei mir leben. Du weißt, dass ich hier nur Gast bin. Wir werden nach unserer Heirat zurückgehen. Keine Sorge, wir werden Los Angeles wieder besuchen. Alexander, ich möchte etwas fragen. Was für Mädchen magst du? Ich mag ehrliche Mädchen. Ich mag fleißige und treue Mädchen. Du bist ein treues Mädchen. Du liebst kein Geld, du liebst mich, das weiß ich. Ich werde dich niemals enttäuschen. Ich werde das Essen mit meinen eigenen Händen für dich kochen. Ich denke, wir sollten jetzt gehen. Wir müssen einkaufen, ich möchte mein Hochzeitskleid kaufen. Ja, klar. Lass uns gehen. Julia, wo bist du? Es ist Zeit, deine Hausaufgaben zu machen. Julia, kannst du mich hören? Julia ist nicht hier. Wo ist sie? Oh Gott. Ich muss in ihrem Zimmer nachsehen. Wo ist mein Eis? Warum hast du mich hierher gebracht? Was passiert hier? Halt den Mund. Du wirst hier bleiben. Du musst für mich arbeiten. Ich habe etwas zu erledigen. Ich komme später wieder. Nein, nein. Ich will nach Hause gehen. Nein, nein, ich will nach Hause. Sie ist eine böse Frau, sie hat uns entführt. Ich will meine Mama sehen. Er hat mich gestern hierher gebracht. Bitte helft uns. Ich will meine Familie sehen. Oh Gott, ich hätte nicht auf sie hören sollen. Wir müssen einander helfen. Ich werde dir helfen. Keine Sorge, ich bin bei dir. Ich habe ein Handy. Ich werde meine Mama anrufen. Sie wird uns retten. Was? Wirklich? Du bist ein mutiges Mädchen. Bitte ruf schnell deine Mama an. Diese Frau könnte zurückkommen. Oh Gott. Julia ist nicht hier. Wo ist sie? Julia ruft mich an. Ich hoffe, es geht ihr gut. Julia, mein Schatz, wo bist du? Ich mache mir Sorgen. Mama, eine böse Frau hat mich entführt. Sie hat mich irgendwo hingebracht. Bitte rette mich. Sie hat noch 2 weitere Kinder entführt. Bitte ruf die Polizei und komm hierher. Ich habe Angst, Mama.
Was? Oh Gott! Wo bist du? Ich werde dich retten. Hör mir zu. Bitte schick mir den Standort. Ich komme sofort. Bleib einfach dort. Okay, Mama. Ich werde dir den Standort schicken. Ich werde warten. Bitte komm schnell, ich vermisse dich. Was machst du gerade? Ich schicke gerade den Standort. Meine Mama wird gleich hier sein. Sie wird uns retten. Was? Oh Gott! Beeil dich, wir müssen Julia retten. Los geht's! Geht es dir gut, Julia? Hat sie dir wehgetan? Mir geht es gut, Mama. Lass uns nach Hause gehen. Du hast auch diese Kinder gerettet. Ich liebe dich, Mama. Mama liebt dich auch. Rotes Herz, lass uns gehen, ich werde dich nie wieder allein lassen. Schau dir diesen süßen Engel an. Ich bin so glücklich. Du bist jetzt meine Frau. Wir haben letzte Woche geheiratet. Danke, dass du in mein Leben gekommen bist, Marie. Danke, dass du wieder hierher gekommen bist. Es sind 3 Monate vergangen, ich habe dich sehr vermisst. Rotes Herz. Ich habe euch alle vermisst, seit wir geheiratet haben. Wir haben gute Nachrichten. Was sind diese guten Nachrichten? Ich bin so neugierig. Bitte sagt es uns. Ich kann nicht länger warten. Ich bin schwanger. Ich werde Mutter. Was? Ich bin so glücklich. Herzlichen Glückwunsch, Alexander und Mia. Danke, dass ihr euch diese Geschichte angesehen habt. Ich werde euch alle vermissen. Bleibt sicher und glücklich.